Hallo ihr Lieben und willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk in unserer Hofküche. Es hat lange, lange gedauert. Ich glaube, wir hatten 1,5 Jahre lang Baustellenküche mit 1,5 Herdplatten. Das heißt, wir haben, ich glaube, gut über 2 Jahre kein Kochvideo mehr machen können. Jetzt sieht es anders aus. Die Baustelle ist auch noch in der Küche hier, das werden wir nachher uns nochmal anschauen. Aber heute schauen wir uns vor allen Dingen ein ganz besonderes Gemüse an. Das kannte ich früher gar nicht. Es sieht auch sehr besonders und auch ein bisschen komisch aus, aber es schmeckt wirklich gut. Und das holen wir uns jetzt erstmal und gehen in den Garten zum Ernten. Unter anderem haben wir dieses besondere Gemüse hier im Hochbeet in einer Kartoffeltonne wachsen und wir haben jetzt Ende November und so langsam wird es auch Zeit, sie alle abzuernten, denn so richtig frostfest sind sie nicht. Ich schneide die einfach mal unten ab. Sieht wirklich sehr lustig aus. Macht euch mal selber ein Bild davon. Das ist jetzt ein guter Erntezeitpunkt, schon fast drüber. Die sind noch nicht so lang, aber auch noch nicht zu kurz. Also so ist das Herd sehr schön, so nehme ich die mit. Ich zeige euch jetzt mal noch eine. Die können wir auch noch wunderbar ernten und auch zubereiten. Aber da sieht man schon den Unterschied. Moment. Hier kann man das sehen. Die Knospen hier, die sind schon viel länger. Macht aber nichts, können wir trotzdem noch gut zubereiten. Wenn die jetzt aber so hoch sind, dann ist der Geschmack nicht mehr ganz so wunderbar. Wenn die hingegen kürzer sind und kleiner sind, ist das kein Problem. Da kann man die auch als Ganzes, als Herz zubereiten. Auch das geht. Wir haben da viele Möglichkeiten. So. Sieht schon lustig aus, oder? Es ist echt urselig kalt. Ab ins Körbchen, ich hole noch eben Petersilie und dann geht es in der Küche weiter. Wir sind wieder in der Küche und hier ist es wirklich muckeliger und wärmer, angenehmer. Der Salat oder das Gemüse, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, was wir gleich zubereiten werden, ist wirklich eine Faszination. Gehört zu den Herbstsalaten und könnt ihr von April bis August aussehen. Und wenn ihr das Saatgut haben möchtet in Bio-Qualität, samenfest, in unserem aktuellen Bio-Saatgutkalender für 25 findet ihr das im Monat August. Da ist es drin. Und jetzt könnt ihr direkt sehen, wie es aussieht und was wir auch damit machen können. Ein anderer Name für das Gemüse ist Vulkanspargel. Und wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, dann verstehen wir auch, warum das so heißt. Als erstes werde ich ihn jetzt putzen. Die einzelnen Triebe oder kleinen Vulkanberge werde ich hier rauslösen. Dann werden wir das Ganze waschen und dann erzähle ich euch, welche 2 Varianten ich mir für heute vorgenommen habe. Bei dem Gemüse, der Name ist übrigens Puntarella, können wir ganz schön feststellen an den verschiedenen Größen auch, wie die aussehen. Also zum Beispiel, wenn sie länger sind, dann sieht man, ist hier in der Mitte so eine Öffnung drin, dann wird es hohl. Könnte man auch schön füllen, wäre eine Möglichkeit. Und wenn sie noch kleiner sind, so wie diese hier zum Beispiel, die habe ich jetzt vom Frost abgeerntet, die ist nicht ganz so groß geworden. Das macht aber nichts. Wenn ich so kleinere Herzen habe, so kompakte, dann nehme ich mehrere und die kann ich dann einfach in Salzwasser kochen und hinterher dann meinen entsprechenden Gerichten einfach zugeben. So als Tipp. Also wenn die nicht ganz so groß geworden sind, macht nichts, einfach abernten. Die können wir auch wunderbar verwenden. Aber jetzt mache ich noch die anderen. Wie ihr sehen könnt, hier ist unheimlich viel Grün dran und das ist natürlich auch essbar. Dieses Gemüse gehört zu den Bittersalaten auch und die Blätter sind auch wirklich bitter, kann man auch essen, ist eine Sache der Geschmacksnuance, wie man es eben haben möchte. Wenn ihr aber sowieso gerade dabei seid, auf eure Leber zu achten und vielleicht auch Löwenzahn esst oder so, dann sind die Blätter hier auch auf jeden Fall eine gute Idee. Aber auch alleine der Neugier wegen kann man die auch schön mal zubereiten. Wenn ich aber für die gesamte Familie koche, dann nehme ich mir das Herz. Die lege ich mir zur Seite. Und hier geht es weiter. Unsere Puntarella haben wir jetzt gewaschen, vorbereitet, aber bevor wir damit loslegen, möchte ich noch ein paar Worte zur Küche loswerden. Es hat ja lange, lange gedauert, bis wir die Küche überhaupt in den Stand bekommen haben. Das liegt auch ein bisschen mit daran, natürlich, ihr könnt es ahnen, auch das liebe Geld ist ein Thema. Ich habe zwar versucht, hier und da mal zu gucken, ob es vielleicht einen Kooperationspartner gibt oder so, aber da sind wir nicht fündig geworden. Das heißt, wir müssen hier Stück für Stück vorgehen. Eine neue Küche war auch nicht drin, aber wir haben so ein paar
paar Highlights gesetzt oder Punkte, die uns wirklich sehr wichtig waren. Zum Beispiel haben wir ganz viel von unserer alten Küche mitgenommen. Das heißt, ich habe noch mein altes Ceranfeld aus unserem alten Haus mitgenommen. Das sieht auch dementsprechend aus, aber es funktioniert und das ist das Wichtigste. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir unseren Buffetschrank, den wir hier mit dem Haus übernommen haben, hier in der Küche halten konnten. Ich liebe diesen Schrank. Man macht die Türen auf, man hat Tassen und Teller und Gläser, alles auf einem Bereich direkt zum Reinräumen, zum Ausräumen. Für den Alltag ist es richtig top. Wir haben unsere alten Elektrogeräte und wir haben auch die Küche übernommen, die hier drin war. Das war eine hochwertige, aber fast 20 Jahre alte Küche, aber die haben wir übernommen, neue Füße drunter und dann ging das auch wieder. Wir haben die Griffe aus der alten Küche übernommen. Die haben auch noch so einen persönlichen Hintergrund, das erzähle ich mal wann anders. Ihr seht hinten einen Vorhang, da fehlt auch noch die Tür, die muss auch noch irgendwie eingebaut werden. Und an anderer Stelle fehlen auch noch Hängeschränke. Da werde ich die alten nochmal wieder aufmöbeln, in Gang bringen und dann kommen die auch wieder an die Wand. Und ich glaube, wir haben 3 Schränke oder so ergänzt, dass die in einem ähnlichen Stil oder möglichst gleich dazukommen, damit wir eben die komplette Küche, das sind ja aus 2 Räumen ist ein Raum geworden, damit die komplette Küche so ein insgesamtes Ganzes ergibt. Also ihr seht, wenn man so ein Hofprojekt angeht, dann aber so, wenn man jetzt auch so YouTuber ist wie wir jetzt und vielleicht auch recht viele Abonnenten hat, das heißt nicht, dass man alles, oder bei uns ist es zumindest so, vielleicht machen wir auch irgendwas falsch, dass man alles bekommt und sagt, hier, wir können zusammenarbeiten, macht mal, tut mal. Das ist auch alles hart erarbeitet. Sage ich selten, aber ist tatsächlich so. Wenn ihr ein paar Tipps habt und sagt, das müsst ihr besser machen, dann sind wir da auch sehr gerne offen für. Auch habe ich die Frage an euch, wenn die Küche soweit fertig ist, und ich schätze, ein halbes Jahr wird das mindestens noch dauern, möchtet ihr eine Roomtour haben? Ich hätte ja schon Lust drauf. Lasst mich das gerne wissen. Auch die Frage ist für mich da, was möchtet ihr hier von uns sehen? Also, was soll ich kochen? Was möchtet ihr sehen? Schreibt mir da sehr, sehr gerne eure Wünsche. Mit der Puntarella geht es jetzt weiter und ich habe mir überlegt, ich zeige euch einfach die 2 Varianten, die uns jetzt hier am besten schmecken. Also die dritte, da hatte ich ja von erzählt, dass man mehrere von diesen kleinen Herzen einfach in Salzwasser kochen kann und dann zubereiten. Und dann gibt es eben 2, da brauchen wir einmal ein Backblech für und einmal eine Pfanne. In dem einen Rezept kochen wir die Inspiration aus dem Kalender, aus dem Bio-Saatgut-Kalender nach. Und die andere, die ich auch sehr gerne mag, die werden wir heute auch machen und dafür brauche ich als allererstes ein Backblech. Das brauche ich später. Als erstes öle ich das Backblech ein. Dann klebt mir auch nichts an. Und dann brauche ich nicht nur die Puntarella, sondern auch noch Paprika. Und ich habe eben geguckt im Körbchen. Da habe ich noch einige Snackpaprika gefunden, die nachgereift sind. Und die werde ich jetzt auch gleich für das Rezept verwenden. Bei der Puntarella nehme ich mir für das Rezept mit dem Backblech die größeren und lege sie tatsächlich wie so einen kleinen Wald einfach nebeneinander. Und die kleineren lege ich zur Seite für die Pfanne. Könnt ihr so gut sehen? Ich glaube ja, ne? Ich finde die Kombination von Puntarella und Paprika richtig gelungen. Und tatsächlich haben wir jetzt auch noch Paprika in der letzten Runde abernten können. Habt ihr unsere Freiland-Paprika gesehen? Ich hoffe, ihr seid alle motiviert, nächstes Jahr bei euch Freiland auch Paprika anzubauen. Das klappt wunderbar und die sind jetzt hier auch einfach nachgereift. Passt auch perfekt. Ist auch ein schönes Snackgemüse. Und die beiden in der Kombination schmecken richtig prima. Das Blech wird gleich jetzt noch gesalzen und ich pinsel noch ein bisschen Öl drüber. Und dann kommt noch Knoblauch dazu. Und anschließend wandert das in den Backofen und ich halte das einfach im Auge. Ihr wisst ja selber, jeder Ofen ist unterschiedlich. Man kennt so seinen eigenen Ofen und da muss man ein bisschen schauen. Die Paprika wird so ein bisschen süßlich und die Puntarella verliert, finde ich, ein bisschen ihre bittere Note. Tatsächlich mögen auch Kinder dann die Puntarella aus dem Ofen ganz gerne. Zumindest ist das unsere Erfahrung. Wie ist denn eure?
Das Backblech ist jetzt soweit vorbereitet. Ich finde, das sieht auch optisch sehr, sehr schön aus. Dazu gibt es noch ein paar Kartoffeln von gestern, die kommen dann auf das andere Backblech. Ihr habt es ja bestimmt schon gemerkt bei uns auf dem Blog oder auch in den Kalendern. Wir sind mit den Rezepten vegan als auch vegetarisch unterwegs. Eine Seite werde ich jetzt hier mit einem Ziegenkäse ein bisschen bestreuen. Es gibt Leute bei uns in der Familie, die das ganz gerne essen und das finde ich auch okay. Ob ich jetzt komplett pflanzlich oder ein bisschen vegetarisch unterwegs bin oder sonst mich flexitarisch unterwegs bin, mich ernähre, das ist ja doch echt eine individuelle Geschichte und jeder ist da so auf seinem Weg. Ich finde es toll, wenn man einfach bewusst damit umgeht und das auch immer ist. Also nicht nur einmal und dann eine Meinung dazu hat, sondern wenn man sich mit der Zeit immer auch weiterentwickelt und dann kann das auch komplett undogmatisch und auch gut in Kombination funktionieren. Dieses Blech wandert jetzt in den Ofen und dann schauen wir uns an, wie es mit der Pfanne weitergeht. Mein alter Ofen, er ist endlich wieder da. Für die zweite Variante nehmen wir uns die restliche Puntarella und gucken, dass sie möglichst ungefähr gleich groß sind. Entsprechend würde ich sie sonst noch mal teilen oder durchschneiden. Zum Beispiel hier habe ich noch mal einen klein geteilt. Aber bevor wir hiermit loslegen, brauchen wir natürlich eine Pfanne. Da kommt ein bisschen Öl rein und dann brauche ich gleich eine Schalotte und Knoblauch erstmal. Die brate ich an und dann kommt die Puntarella rein. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr einfaches Rezept, aber da liegt ja meistens die Kunst drin, dass man wirklich so ganz schlichte Rezepte hat und wenn man gute Zutaten hat, wie jetzt hier Gemüse aus dem eigenen Garten, dann kann da nichts schief gehen und es ist wirklich ein Hochgenuss. Also ihr seht schon, das ganze Gemüse, was wir jetzt hier verwenden, kommt natürlich aus unserem Garten. Und selbst wenn das nicht so ist, finde ich, ist es auch nicht schlimm, wenn da 1 oder 2 Bestandteile schon von zu Hause kommen, dann ist das schon richtig, richtig, richtig toll. Und auch wenn Kinder damit groß werden, die Tomaten anzubauen oder Bohnen, selbst Zwiebeln, das ist so viel wert. Aber ich glaube, die meisten von euch, die uns zuschauen, die machen das sowieso schon. Wenn das Öl in der Pfanne heiß ist, dann gebe ich zuerst die Schalotten rein und später den Knoblauch. Und wenn ihr in eurer Rezeptidee noch Gewürze einbringen möchtet, Chili oder so, dann könntet ihr das natürlich auch jetzt direkt machen. Also einmal die Zwiebeln anschwitzen. Knoblauch. Bisschen runterschalten. Das lassen wir jetzt bei mittlerer Hitze ein bisschen garen und in der Zeit kann ich schon mal die Petersilie klein schneiden. Jetzt stelle ich die Temperatur höher, jetzt kriegen sie noch mal ordentlich Feuer. Und die ändern jetzt auch ein bisschen ihre Farbe von diesem zarten Grün zu so ein bisschen dunkleren. Das ist ähnlich wie bei den Paprika auch. Ich möchte ja, dass sie ein bisschen weicher werden, dass sie durchgaren.
Jetzt hinzu gebe ich noch die pflanzliche Variante. Das ist Feto, so heißt es. Das ist einfach fermentiertes Soja. Das soll jetzt gar nicht groß schmilzen, aber ein bisschen mit anrösten oder anwärmen hier. Und dann habe ich bei unserem Gericht heute noch ein paar Walnüsse. Die werde ich gleich auch noch etwas zerkleinern. Die kommen zum Schluss drüber. Und gleich geben wir auch noch die Petersilie hinzu. Die Stängel von der Petersilie kann ich natürlich auch verwenden, zum Beispiel klein schneiden oder mixen und dann einfrieren. Dann habe ich die Petersilie auch später noch verfügbar. Da wir jetzt so viel Petersilie haben und die Pferde, die auch gerne essen, kommt das nachher Richtung Stall mit. Wir brauchen jetzt hier noch ein Brett gleich, denn das Backblech ist auch gleich soweit, also unsere Puntarelle aus dem Ofen. Wenn wir so volle Hitze geben hier in der Pfanne und merken, es wird zu wenig Flüssigkeit, es droht anzubraten, dann habt ihr eben auch gerade gesehen, einfach ein bisschen Wasser hinzugeben, ein bisschen ablöschen, dann ist das kein Problem. Ich gebe jetzt noch die Walnüsse hinzu. Kann man machen, muss man nicht machen, wie man möchte. Und die Petersilie kommt auch dazu. Ein bisschen zu viel, macht nichts. Nochmal schön umrühren. Und das Schöne ist bei den Gerichten, bei beiden Gerichten, die kann man warm genießen, die kann man aber auch kalt als Tapas sozusagen essen, als kalten Salat. Das schmeckt auch sehr gut. Kann man demnach also auch ganz gut vorbereiten. So, ich schalte die Pfanne aus. Mache nochmal einen Deckel drauf. Und dann hole ich jetzt das Backblech. Wow. Sieht das nicht cool aus? Schaut mal. So, ihr Lieben, das waren 2 Inspirationen. Essen ist fertig, die Kartoffeln sind auch fertig. Das heißt, ich werde die Familie zu Tisch rufen. Ich würde mich freuen, wenn das für euch eine Inspiration war und über euren Daumen nach oben, eure Unterstützung, bin ich euch sehr dankbar. Ich freue mich auf die Kommentare und lasst mich gerne wissen, was wir für euch kochen dürfen, was ihr sehen möchtet, auch am Gemüse, was man so im Garten hat, was wir so im Sortiment haben. Da freue ich mich auch sehr drüber. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen weiter zu gucken. Wir haben eine ganze Playlist mit vielen Rezeptideen, die man immer wieder in jeder Saison gut verwenden kann. Hier oben ist sie verlinkt, schaut gerne mal rein. Und wenn ihr sehen wollt, wie die Küche ganz am Anfang aussah, als wir den Hof übernommen haben, dann haben wir hier ein Video für euch, da könnt ihr das sehen. Also vielen lieben Dank für euer Zusehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Hunger und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Macht nicht nur eure Gärten, sondern auch eure Teller bunt.